Hallo Frühs, sehr dankschön für Treikum. Laatste Morgen wir van Halpt einer den anderen lossen drehen. En so ik wil zijn, want we werden checken dat van jou en giegundig wat zij schwaardet in jen veel gebed. Ik wil voor die van jen wat in onze WhatsApp-groep zijn, würde je nicht Annie, der wat die Gruppe gemerkt hat, eine Message schicken en Frauen die gebet, wie wir wollen jeden für jen beten. En dat is een van de wegen waar we kan einer den anderen halten. Die schwere Dinge drehen, wat we durchgehen. En so, für die von jen wat er nie sind zu diese Videos, wie dann den Brief studieren, was Paulus dann nur die Galatische Kirche geschrieben. Und warum hat den Brief geschrieben, wie erwähnt, hat das wahrhaftige Evangelium gebracht und sie haben das auch geglaubt. Sie haben Jesus angenommen als Erradner und nicht haben die falsche Lehrer nehmen und wollen ihn verdrehen. Die wollen ihn sagen, dass sie können Jesus, aber sie müssen auch das anderes bieten. Und beschneiden wie ein von den großen Dingen, was sie wollen haben, die Menschen sollen bieten. Und so Paulus hat das Brief geschrieben, zum Ende, war er drei nur den rechten Weg. Nur das wahrhaftige gute Nachricht, was er gebracht hat, dass Jesus wie gestorben für ihn und hat ihn gerettet. Und so, wir haben hier sehr viel gelernt in diesem Brief. Und so, ich freue mich, dass Jesus drei kommt. Und so, von der war wie, ich will sagen, in den nächsten 2 Videos, war wie, Versen 6 bei 10 durchgehen, in Galata Kapitel 6. Und so werden wir anfangen mit Vers 6 lesen. Das heißt, wer mit dem Wort ungerecht wird, soll dem allerhand gute Taukum lohnen, da am ungerechten det. So ungerechten ist noch ein Wort, was wir können brauchen für Lehren. Da wird uns lehren dann. Und so, da von uns, was das Wort gelehrt worden, sagen allerhand gute Taukum lohnen, da wird uns das Wort lehren dann. Und so, da sind viele Quellen von der ersten Tag, die dann ihre Predigt betonen, so dort, die kann dort die Schrift studieren und dort sie kann die Botschaften verbringen, dort sie kann Bibelstellen haben und dort sie kann durchsehen, wann Menschen Halpt fehlt. Und so, das ist biblisch, wenn wir dann unsere Predigt mithalten, dort sie kann die Zeit nehmen, um das Wort studieren und uns dort lernen. Und wir sollen es nicht bloß halten mit Geld, aber auch mit alle Sorten andere Dinge in Taukum lohnen. Und ich habe mir die erste Korinther 9, Vers 11, das sagt es dort, wenn je Jesus jetzt so in jen gesagt haben, als dort dann zu viel verlangt von jen zu ernten, was wir zum Leben brauchen, dort steht Paulus in 1. Korinther und dann in Vers 14 von Kapitel 9 in 1. Korinther, da sagt Paulus es dort. Genauso hat Gott dort ungeordnet, dort die dort Evangelium predigen, durch die Arbeit kriegen, was sie zum Leben brauchen. Und so, Paulus wisst dort, dass die das Evangelium mitteilen, dass die fehlt, auch, dass sie können leben. Und so, das ist Fan, wenn wir dann unsere Predigt mithalten, dass sie kann die Zeit nehmen, um das Wort studieren und uns das lernen. Und so, und wenn wir dann mithalten, die Predigt, das ist mit uns Geld und mit anderen Dingen, das Zeit und alle Sorten andere Dinge, was Gott uns mitgesehen hat, dann da wir so sehen. Das ist ein von den Wegen, was wir können sehen, so zu leben, den jetzt zum vollen Leben. Und so, das ist nicht bloß gut für die, was dort gerecht, aber das ist für uns auch gut. Für die von uns, was das geben dann. Und so, für die, was dann uns das Wort lernen, wie sollen es mithalten. Du sagst, die Predigt, was du nicht betont kriegen, und sie sind Meid in ihrer Arbeit. Und so, mit all dort, was sie, Missionsarbeit, was sie machen, und danach proben Zeit zu finden, um ihre Früh in der Familie und alles abbringen. So, das ist sehr fein, wenn wir dann mithalten. Und das ist auch biblisch. Und so, weil wir vorwärts gehen, nur Vers 7, das sagt es, das irrt nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Und vielleicht habe ich das mal allfärden gehört, wenn Menschen das sagen. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und so, aber Gott lässt sich nicht spotten. Und so, meist einmal brauchen diese 2 Sprüche, die wurden apart gebraucht. Und aber Gott, Paulus steht hier, sei mit Fleet, die Taub abnahmen.
und heute hat er mit Fleet, dort heute der Taub lenken. Und so, für die Menschen, die noch so denken, dort ein Mensch muss sich Himmel verdienen, und dort wie dort Gott uns das annehmen durch unsere gute Worte und dort die Sätze nur folgen, die dann diese Versen einzig mal so nehmen, aus was sie gleichen, was das wird sein. Und dort nach Abend war ich erst, dass wir kann auch ihr Leben verdienen. Und einzig mal dann hier einer so, vielleicht so, dass der Mensch hat Kraft gekriegt, was den trifft, wenn Gott lässt sich nicht sparen. Und so, wenn wir so abpassen, wo wir diese Vers brauchen, dann, wenn wir Gott es dort ansehen, dass Häuser dort ist, dann ist dort vielleicht, dass wir nicht fan kann genug verstehen. Und wenn wir es dort aber wir ab sonst das war ich denken dann, dass alles, was den Menschen passiert, ist, dass Gott erntet Strafen, dann, da wir säuerlich ab Menschen ticken, und einmal rechnen und sagen, was hast du getan, warum hast du dort gefallen. Und so, ich sage nicht, dass einmal Gott nicht lässt Menschen Dinge kommen oder in ihr Leben ankommen, aber er hat das durchab, dass weil han dieselben sich nicht anderen und er will der Leben am anderen. Und so, wir haben nicht so einen Gott, der alle Wegen Raum angestellt und will uns proben, uns zu strafen, was wir getan haben. Und wir würden alle im großen Trouble sein, wenn Gott es dort schafft, dass wir alle kriegen, was wir uns verdient haben. Aber Gott sei Dank, dass wir in seinen Sinn gestorben für uns, dass eigentlich nicht dürfen kriegen, was wir uns verdient haben. Jesus hat die Strafe genommen, für mich und für die, was uns treffen wird. Und da wir ihn dürfen eigentlich nicht dürfen, dass Gott uns was geben, was wir uns verdient haben. Und das nicht, ja, Paulus das hier nicht reden von was wir kriegen, was wir uns verdient haben. Und heute das nicht lernen, dass wir, wenn wir dann sehen im vollen Leben, dass wir dann wollen reich werden und dass alles was Fan sein mit uns, dass alles was schein gehen. Und so, wir sollen immer sehen, im vollen Leben, maar wenn wir nicht der Arnd hier nie sein doen. Und so, für die von uns, die drei holen, von all die guten Dinge, von die, was uns lernen doen, gute Dinge mitteilen, Paulus dat uns hier bloß denken halten von dem Prinzip von Säen und Ernten. Da jedem te mitteilen alle gute Dinge, mit wir uns das lernen, als nicht, dass wir dann Geld wegschmieden. Wir dann so sehen, dass wenn wir dann sehen, und das sagt, was immer ein Mann das sehen, was er auch ernten. So wir machen die Dinge, was wir dann Gott tun, das sind Dinge, was wir dann sehen. Und da wo wir auch ernten. Und so, das schafft man alles in unser Leben. Und so, wenn in Paulus das hier ein Bild braucht von Ackern, und das ist ein Bild, das alle Mann wird verstehen kann. Und wenn in Form der Korn planten, dann verlässt er sich ab Korn, was abkommt, und er wird dann Korn ernten. Aber wenn wir dann Itchaken sahen im Garten, dann verlieren wir uns ab, dass wir wollen Itchaken abkommen, und dann wollen wir auch die Itchaken ausgruben, wenn die geschreit sind, zum Ernten. Und das ist das, dass man jeder Part von in uns Leben. Und was immer wir tun, das sind nur Folgen. Und das ist, wo Gott das geplant hat. Und Paulus will hier rüberbringen, da kriegt so, als Gott hat eingesagt, mit Formen und mit Ackern, dort Mensch kriegt der Rüt, was er da sagen wird, kriegt so, weil Paulus nur ein bisschen Bild braucht, zum rüberbringen, dass wir dann auch ernten, was wir sehen dann in uns Leben. Und so, kriegt so, Gott hat eingesagt, so wie hier in der Welt leben, kriegt so, hat er dort eingesagt, im Jährlichen auch. Und so, dass Gott sich nicht spotten lässt, das meint, dass Gott bleibt immer bestehen. Gott bleibt immer überrein. Wir können nicht glauben, dass wenn wir freiwillig in Sinn leben, dabei bleiben, dass in immer weiter in uns Fleisch leben, das uns Fleisch verlangt,
undenken, dass was der Uitfall wird sein, oder was der Nufallen wollen kommen. Wir dürfen nicht glauben, dass Gott dort nicht sieht und dort mit einmal was zu denken. Oh, ich will den Menschen sehen und Leuten tau kommen, wenn ich habe nicht angewarnt, dass der hat gelebt, so ist das Fleisch dort verlangt. So Gott bleibt immer bestehen, Gott bleibt immer überrein, er hat das angesagt. Und wenn wir leben mit dieser Art Anstellung, dass wir können das Leben, das uns vielleicht verlangt, und auch Leute und was Gott uns vielleicht sehen, dann dürfen wir Gott spotten. Wenn Gott lässt sich nicht spotten, und er hat es dort angestellt. Und so, wenn Paulus das Bild braucht von Ackern, dort braucht er aus dem Bild, dass wir wollen, was immer wir sehen in uns geistlichen Leben, dort wo wir auch ernten. Und so, das ist ein wunderbares Bild, wo Paulus das rüberbringt, zum uns wissen, was da jemand all das, was Gott ihnen gegeben hat. Und so, die Leser von, was da würden haben gelesen im Alten Testament, sie würden das auch gut verstehen haben können. Und das Buch von Ahab sagt, allerfest, Ahab ist das. Und hier Ahab, 4 Vers 8 sagt, es ist das, ich habe dort fertig gesehen, dass wer schlachtet, anpflegt und Trübel sehen wird, kriegt dort eine Arnd kriegt. Und dann der Prophet Hosea, der Heißschrift ist das, in Hosea 8, Vers 7. Sie haben einen Wind gesät und wollen einen Sturm ernten. Und so, die Menschen im Alten Testament können auch verstehen, was ein Mensch sehen wird, würde er ernten. Und so, Paulus braucht das Bild hier von Säen und Ernten, zum uns lernen von Wodertschaft, wenn wir dann im Fleisch sehen und leben, das uns Fleisch dort verlangt, oder wenn wir dann sehen, so den Yes, zum vollen Leben. Und so, wenn wir im Fleisch leben, das uns Fleisch dort gefällt, wir dürfen uns da nicht abverluten, dass wir wollen im Jässlichen ernten. Und so, wir gehen in Vers 8, das heißt, dass wer du seht, den Fleisch zu gefallen, wird von das Fleisch verdorben ernten. Wer aber seht, den Jäst hingefallen, wird vom Jäst das ewige Leben ernten. Also, viele Menschen, die da leben, das Fleisch das jankert, die wundern, warum sie so viel verdorben ernten. Und das ist auch, Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn wir leben, das Fleisch zum Gefallen, dann wollen wir auch das verdorben ernten in viele verschiedenste Wege. Und das verdorben, das kommt hier und nu. Und aber das nimmt nicht in ein hier. Das bleibt für immer. Kriegt es in Form der Ernten, wo wir sehen, der ab dem selben Weg, wenn wir dann nur das Fleisch leben, das ans Fleisch dort jankert, dann wir in ans Fleisch sehen, und dann wollen wir das verdorben Ernten in ans Fleisch wird auch Galata, und das kriegt mehr Kraft. Und so, das ist ganz einfach, wenn wir leben, dass wir ans Fleisch zum Gefallen leben, dann wir verdorben ernten. Aber wenn wir leben, so dass den Yes dort gefallen wird, dann wir nicht den Yes sehen in den Yes nennen, und dann wollen wir auch jässliche Sehnen ernten. Und so, und dann sagt er, wir wollen das ewige Leben ernten. Und das redet nicht von der Radung und von der Säuligkeit. Wenn wir wissen, dass wir kann nicht tun, dass wir uns die Säuligkeit verdeuen, meine ich. Und so, Epheser 2, Vers 8 und 9, dort sagt es, dass ihr seid durch Gott seine Gnade gerat. Will sie glauben, das ist nicht durch ihre Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht ihr Worten, so dass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. So, wir wissen, dass Paulus redet nicht, dass wir können uns das ewige Leben verdeuen mit unseren Dingen, was wir tun. Wenn es dort wird ganz gehen, in Epheser 2, Vers 8 und 9. So, was kann Paulus hier meinen? Vielleicht als Paulus meint, dass wir wollen unsere Belohnung kriegen in der Ewigkeit. Even wenn wir das hier in dieser Welt nicht wollen sollen. Und so, wir wollen dort im Himmel, dort wo wir für die Dinge belohnt kriegen, was wir haben hier nur den Yes gesagt und am zum Gefallen gelebt haben. Und so, und wir können auch hier nu schmecken, wo das in der Gerechtigkeit leben, wo das von Gott kommt. Und so, wir sollen noch vielleicht sagen, dass Paulus redet hier nicht von Geld oder persönlicher Ricksinn. Wenn er redet von Gesehen sein.
Du sagst in Schofpreders, besonders auf TV, wo du Säuer reden von, wann du warst in Geld schauen, in ihre Missionsarbeit sehen, dann wird Gott dir wirklich segnen mit auch Geld. Und du wirst reich werden, wenn du wirst in Geld schauen. Und so, Gott ist nicht, schafft nicht so tot. Und wir sollen Menschen halten und sehen, aber nicht darauf, wenn wir wollen reich werden, wenn wir wollen, Gott soll uns noch mehr Geld geben. Aber dass wir verlangen, dass wir wollen reich werden. Und das soll wir nehmen von jeder Port, von wo wir leben. Paulus sagt nicht, du Gott und dann kriegst du Gott. Oder du schlag und dann kriegst du Schlag. Wenn du sagst, da Menschen, die leben im Fleisch und sie sind übersäuerlich. Aber du sagst, da Menschen, sie leben, so den Yes, dass die vollen wird. Und einer wird nicht sagen, dass sie säuerlich werden, wenn wir an Geld in der Stadt denken. Aber sie sind säuerlich im Jäselchen. Und so, wir machen nicht nur so eine Stadt-Dinge kicken, wenn wir wollen denken und wo Gott uns das jährlich sehen und uns belohnt. Und so, Paulus das reden von Sehen in Arten und am Weg, dort wir können kicken, ab jeder Part von uns Leben, wo wir da wie Dinge brauchen, was Gott uns gegeben hat. Heute nicht bloß reden von Geld, aber von unser jährlichen Guven, was der Herr jetzt uns geben wird. Jeder einer von uns hat eine jährliche Guve, was er uns gegeben hat, was wir können brauchen, am Dein, und dass wir können leben, so den jetzt das gefallen wird. Und so ist es auch mit jeder einen von uns, all die Dinge, was Gott uns mit gesehen hat, wo da wir die brauchen, am Dein in sehen, und auch die brauchen, so den jetzt das gefallen wird. Und so, wir wollen bloß sein, ich will bloß sein, zum Schluss, weil wir bloß jeder einer von uns bloß ein bisschen andenken. Mit all das, was Gott mir gesehen hat, was da ich mit dort. Da ich zum gefallen leben mit den Dingen und da ich die Dinge sehen, so dass ich kann leben, dass den jetzt das gefallen wird. Und mich dort verloren, dass Gott mich wird belohnen, wenn die Zeit ist, durch ist. Und so kommt das nächste Mal, und dann werden wir wieder studieren. Wir wollen von reden, von wer wir nicht müde wollen, mit Gott tun. So kommt das nächste Mal, Gottes Segen wird dann. Dankeschön.